In diesem Video geht es um unsere erste große Reise mit den Kindern, die uns nach Island geführt hat. Ein Land mit faszinierender Natur und sehr kalten Winden. Als ich dieses Video jetzt für euch zusammengestellt habe, sind so viele schöne Erinnerungen hochgekommen, dass ich glaube, dass wir Island in Bälde wieder besuchen werden. Als erste Reise haben wir ursprünglich Nizza geplant gehabt, was nur eine Stunde mit dem Flugzeug entfernt war und wo wir uns gut ausgekannt haben. Im Frühling 2020 stand aber die Welt still und so saßen wir zu Hause in unserem ersten Lockdown. Island war dann eine spontane Entscheidung, da wir uns eher nach den Corona-Zahlen orientiert haben und nach den Ortschaften gesucht haben, wo es möglichst viel Natur und wenig Menschen gibt, um die Kinder nicht Gefahren auszusetzen. Wir haben auch das Glück gehabt, sehr kostengünstige Business-Class-Tickets zu kaufen, da das Flugzeug so gut wie leer war. Das waren die Zeiten. So haben wir gewusst, dass mindestens ein Baby in der Babyschale schlafen kann, da in solchen Flugzeugen in der Business-Class der Mittelsitz leer bleibt. Aber beginnen wir lieber von Anfang an. Für diese Reise war geplant, dass wir unsere Bugaboo-Kinderwagen mit den Sportsitzen mitnehmen. Da unsere Kinder nicht in der Trage bleiben wollten und wir sie nicht mit den Tickets, Pässen und Handgepäck immer herumtragen konnten, war es für uns wichtig, den Kinderwagen bis zum Gate zu behalten. Und da wir auch unsere Babyschalen mitgenommen haben, um unseren Kindern im Flugzeug den Schlaf zu ermöglichen, haben wir noch den Adapter mitgenommen. Das Gestell samt Adapter und 2 Babyschalen haben wir dann bis zum Flugzeug mitgenommen. Und die 2 Sportsitze haben wir gemeinsam mit dem Koffer eingecheckt. Da unsere Reise wie gesagt etwas spontan war, haben wir es nicht geschafft, die Bugaboo-Tasche für den Kinderwagen rechtzeitig zu bestellen. Und so habe ich diese Teile in große schwarze Müllsäcke eingepackt. Nicht sehr elegant, aber so war alles schon zu Hause eingepackt und konnte schnell eingecheckt werden. Tja, das Packen. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich in dieser Nacht überhaupt geschlafen habe. Ich war sehr aufgeregt, habe seit mehreren Tagen eine Checkliste nach der anderen geschrieben. Das Wetter in Island kann sehr unterschiedlich sein. Wir waren Ende Juli dort und konnten die dicken Jacken wirklich gut brauchen. Ich bin zwar ein sehr positiver Mensch, stelle mir aber immer die Worst-Case-Szenarien vor. Was ist, wenn beim Umsteigen das Gepäck verloren geht? Was ist, wenn unser Kinderwagen beschädigt wird? Was ist, wenn in unserem Apartment doch keine Waschmaschine oder keinen Trockner gibt? Und. Ich glaube, dass man flexibler wird, wenn die Kinder größer sind. Mit den Babys wollte ich zum Beispiel kein anderes Milchpulver riskieren und habe einen entsprechenden Vorrat für diese Tage von zu Hause mitgenommen. Da wir mit den Babyschalen und dem Kinderwagen sowieso so viel Gepäck gehabt haben, konnten wir nur einen Koffer und 2 Handgepäckstücke mitnehmen. Wir hatten einen sehr frühen Flug und mussten schon vor 6 wegfahren. Die Kinder waren noch im Halbschlaf, als ich sie gewickelt und umgezogen habe. Die Fahrt zum Flughafen, die Gepäckkontrollen sind sehr schnell und gut gegangen, so wie unser erster Flug nach Deutschland. Da saßen sie zuerst bei uns auf dem Schoß und danach haben sie friedlich in ihren Babyschalen geschlafen. Keine Ohrenschmerzen, kein Weinen, einfach super. Beim Umsteigen in Deutschland waren sie natürlich großteils bei uns auf den Händen, um mehr Bewegung zu haben. Den längeren Frankfurt-Keflavik-Flug haben wir damals auch gut gemeistert. Mein Mann ist dann gefahren, unser Mietauto zu holen und wir haben mit den Babys am Flughafen gewartet. Es war wichtig, dass sie vor der Autofahrt genug Bewegung bekommen. Da wir unsere Babyschalen mitnehmen konnten, war ich ruhig und wusste, dass es keine unangenehmen Überraschungen bei der Automietgesellschaft geben kann. Von unserem Apartment waren wir sehr positiv überrascht. Es waren tatsächlich 2 ganz lieb hergerichtete Babybetten zu finden und ein Babystuhl. Wir hatten ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer und so konnten wir am Abend mit meinem Mann noch gemütlich Abendessen und Netflix schauen. Wir 4 haben uns dort wirklich sehr wohl gefühlt. Die Kinder sind damals nur gerobbt und nun konnten wir so eine schön eingerichtete Wohnung nicht mehr in Anspruch nehmen. Die Kinder hätten alles auseinandergenommen. In Wien habe ich für die Kinder meistens selbst Babybrei und Püree gemacht. Für unterwegs in Island haben wir Babygläschen mitgenommen, die man leicht in warmes Wasser stellen und aufwärmen konnte. Die Kinder waren damals 9 Monate alt und Milch war für sie immer noch die Nummer 1.
Wir waren insgesamt nur 3 volle Tage in Reykjavik. Viele Spaziergänge, die berühmte Kirche in Form eines Vulkanausbruchs, das Museum und tolle Ausflug zu dem Geysir. Wir konnten überraschend viel sehen. Natürlich haben wir uns nach dem Rhythmus der Kinder orientiert und haben versucht, den Tagesablauf möglichst entspannt zu halten. Mit dem Zwillingskinderwagen konnten wir natürlich nicht zu jedem Wasserfall hinkommen. Da haben wir uns meistens mit meinem Mann abgewechselt. Die Kraft und Schönheit der Natur in Island ist überwältigend. Ich war sehr dankbar, dass wir diese Reise mit 2 kleinen Kindern riskiert haben.